Das mit der Entschuldigung, das war übrigens ernst gemeint. Das will ich auch schwer hoffen. Sonst müsste ich das Teil ja hier noch ewig mit mir rumschleppen. Was ist denn das? Keine Aufmerksamkeit. Ja, also dann, gute Nacht. Nacht? Es reicht nicht, wenn Sie sich eine neue Stammkneipe suchen. Ich muss Sie bitten, aus der Pension auszuziehen. Ich liebe dich, Steffi. Und gerade deshalb will ich dich nicht drängen. Ich lasse dich in Ruhe für immer. Jetzt sag doch was. Bist du noch dran? Nick liebt dich. Was willst du denn noch mehr? Ich habe keine Ahnung, ob du mich noch hörst, aber wenn du noch da bist, ich will, du sollst wissen, dass ich dich liebe. Egal, was passiert. Ich vermisse dich so, dass ich nachts nicht schlafen kann. Ich muss dauernd an dich denken. An dich und an alles, was wir zusammen erlebt haben. Weißt du noch, wie wir unsere erste gemeinsame Wohnung bezogen haben und renoviert haben? Mann, ich habe den Kleister eine Woche nicht aus den Haaren bekommen. Und habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du überhaupt nicht kochen kannst? Ha. Bestimmt habe ich das. Und dass mich deine Dauertelefonate nerven und dass du dauernd die Getränkeflaschen offen lässt. Aber weißt du, ich liebe dich auch nicht, weil du perfekt sein sollst, sondern ich liebe dich einfach nur so, wie du bist. Ich liebe alles an dir. Sogar deinen Dickschädel. Gerade den. Steffi, ich wünsche dir Glück. Pass auf dich auf und ja, ich liebe dich, aber das weißt du ja. Und nun zum Trost Musik. Das Hotelzimmer, das ich Ihnen besorgt habe, ist um Klassen besser als das in der Pension. Danke, aber auf das Angebot kann ich verzichten. Jetzt laufen Sie doch nicht weg. Sie glauben mir doch eh nicht. Was also soll ich noch hier? Was ich glaube, spielt keine Rolle. Dennis, ich kann es mir nicht leisten, dass das No Limits in Verruf gerät. Nachher bleiben mir die Leute weg und ich muss den Laden dicht machen. Damit ist doch weder Ihnen noch mir gedient. Sie lassen es sich ja ganz schön was kosten, mich loszuwerden. Ich finde es ungerecht, dass man Sie vorverurteilt, aber mir sind die Hände gebunden. Klar, nur nicht gegen den Strom schwimmen. Was ist mit meinem Job? Besorgen Sie mir auch einen neuen? In der Galerie haben wir es mit ganz anderen Leuten zu tun als im No Limits. Ich meine, es weiß ja auch noch keiner davon. Und selbst wenn, sind das alles erwachsene, vernünftige Menschen. Dann sehen wir uns morgen im Geschäft. Ja, Moment mal, was ist denn jetzt mit dem Zimmer? Das Geld können Sie sich sparen. Aber im No Limits... Keine Angst. Ihre Gäste müssen meinen Anblick nicht länger ertragen. Haben Sie denn ein anderes Ausweichquartier? Interessiert Sie das wirklich?
bevor du loslegst, es tut mir leid. Wir wollten dir nur helfen. Also euch, Steffi und dir. Wenn du mich deswegen fertig machen willst, bitte sehr. Tu dir keinen Zwang an. Schon gut, Mini. Du bist nicht sauer? Mini, Frank und du, ihr wolltet doch nur helfen, oder? Ja, aber nicht so. Hätten wir gewusst, dass daraus eine mega Radioshow wird, das wollten wir wirklich nicht. Ja, und selbst wenn da jemand was mitbekommen hat. Meinetwegen kann die ganze Welt wissen, was ich für Steffi fühle. Auch wenn es im Endeffekt nichts ändert. Vielleicht meldet sie sich ja doch noch bei dir. Wenn sie noch was für mich empfinden würde, dann hätte sie am Telefon geantwortet. Schade, dass es nicht geklappt hat. Danke. Was willst du denn hier? Ich möchte mit Patrick reden. Patrick will aber nicht mit dir sprechen. Jackie, lass mal. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Komm rein. Also gut, wenn irgendwas ist, ich bin auf Friedenau. Setz dich. Also, warum bist du hier? Tillmann. Er glaubt, wenn wir beide miteinander klarkommen, hört der ganze Spuk auf. Geht das auch genauer? Du weißt doch sicher, was Kathi und Jackie für einen Aufstand gemacht haben. Sie haben es sogar geschafft, dass Frau Schneider mich aus der Kneipe schmeißt. Und das, obwohl ich unschuldig bin. Mir kommen die Tränen. Hast du mich hinterm Steuer gesehen? Nein, aber die Polizei Die glaubt... irren sich. Ich habe dich nicht umgefahren. Ich habe jede Menge Mist gebaut, das weiß ich. Aber ich habe daraus gelernt. Ich lasse keinen Menschen verletzt auf der Straße liegen. Verdammt nochmal, ich war's nicht. Das schwöre ich bei deinem Gott. Okay, dann eben nicht. Hallo. Dino. Tag. Ach, da sind Sie ja. Entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Das Scheibenwischwasser ist leer. Hey, guck mal nach dem Wasser in der Scheibenwaschanlage. Wird sofort erledigt. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Danke, nein. Können Sie bitte die Motorhaube aufmachen? Können Sie das nicht selber? Klar kann ich das selber, Kathi. Heino! Ja, stets zu Diensten. Was machst du denn hier? Den Behälter der Scheibenwaschanlage auffüllen. Ja, ich meine doch, was ist denn mit deinem Job im No Limits? Ich habe kurzfristig Urlaub genommen, bis das Theater mit Dennis vorbei ist. Den Job hier mache ich aber schon länger. Es war auch gar nicht so einfach, da ranzukommen. Macht es dir denn gar nichts aus, für so einen Typen zu arbeiten? Es ist ja wohl okay, an der Tanke zu jobben. Was dagegen? Nein, ich meine ja auch nur, naja, war dabei nicht ein bisschen schmutzig? Ist doch egal, Hauptsache die Kohle stimmt. Wie viel kriegst du denn? 14 Mark die Stunde. Naja, plus Trinkgeld. Heino, du bist zum Arbeiten hier und nicht zum Quatschen. Na, hören Sie mal. Ich habe Ihren Assistenten was gefragt, da wird er wohl antworten dürfen. Entschuldigen Sie bitte. Das konnte ich ja nicht wissen. Lass sie. Er hat einen schlechten Tag. Wieso lässt du dir das gefallen? Braucht das Geld eben. Naja, dann gute Fahrt, ne? Danke. Tschüss. Oh Mann, Heino! Dennis aus der Pension zu werfen, war das einzig Richtige. Aus meiner Sicht vielleicht. Aber aus seiner? Der arme Junge hat schon genug Probleme. Ihn jetzt noch auf die Straße zu setzen, ist einfach unfair. Tja, besser er landet in der Gosse als du. Ich habe ihm ja angeboten, ihm ein Hotelzimmer zu finanzieren. Charlie, wie kannst du nur so dumm sein? Na, reg dich ab. Hat mein Angebot ja ausgeschlagen. Du hast wirklich mehr Glück als Verstand. Oder wie willst du den Leuten erklären, dass du einem Verdächtigen die Wohnung finanzierst? Genauso wie ich ihm erkläre, dass er weiterhin für mich arbeitet. Solange seine Schuld nicht eindeutig bewiesen ist. Du hast ihn immer noch nicht entlassen?
Bring ich nicht übers Herz. Charlie, Mitleid ist hier völlig fehl am Platz. Wenn rauskommt, dass du den Wagen gefahren hast, weißt du dann, was dir dann blüht? Ist dir das überhaupt klar? Ja, du hast es mir ja oft genug gesagt. Clarissa, der Junge ist unschuldig. Und genau das darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Also hör auf, ihn zu unterstützen. Oh, hallo. Hallo. Ich war gerade an der Tankstelle und rate mal, wen ich da getroffen habe. Heino. Er jobbt da als Mädchen für alles. Und was ist mit den No Limits? Ach, er hat sich wegen Dennis Urlaub genommen. Ist ja verrückt. Das ist aber noch lange nicht alles. Er bekommt gerade mal 14 Mark pro Stunde. Dafür muss er sich aber von so einem schleimigen Tankwart rumkommandieren lassen. Heino scheint das Geld ja echt dringend zu brauchen. Ja, das sehe ich auch so. Sag mal, hast du keine Idee, wie wir ihn da rauskriegen? Schenk ihm einen Lottoschein. Nee, dann lasse ich ihn lieber eine Geldbörse finden. Also, so wie Heino inzwischen drauf ist, bringt er die bestimmt ins Fundbüro. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass Heino nicht mehr auf den Job an der Tankstelle angewiesen ist. Sag mal, wieso liegt dir auf einmal so viel an Heino? Ach, es geht doch überhaupt nicht um Heino. Es geht um diesen Tankwart. Niemand soll für so einen Kerl arbeiten müssen. Ist ja wirklich so schlimm? Schlimmer. Naja, dann lass dir mal was einfallen. Ich muss los. Tschüss. Ja, bis Patrick. Naja, dass es schiefgegangen ist. Genauso gut hätte es auch klappen können. Der Plan war einfach, es war idiotisch. Nick wusste schon, warum er mir gesagt hat, dass ich mich raushalten soll. Ich mache alles nur noch schlimmer. Mann, du hast ja wirklich Talent, dich aufzubauen. Vielleicht sollte ich noch mal zu ihm gehen und ihm alles erklären. Willst du ihn vielleicht in den Arm nehmen, so wie Steffi? Pass mal auf. Auch wenn es vielleicht hart für dich ist, aber... Ach, lass doch Uli sich um Nick kümmern. Ja. Aber trotzdem, irgendwann erfährt er sowieso, wer dahinter steckt. Weiß er eh schon. Und wie hat er reagiert? Erst war er sauer, aber dann war er doch noch ganz froh, dass er Steffi endlich alles sagen konnte. Steffi? Hey, willst du nicht frühstücken? Und jetzt? Oh. Entschuldigt bitte, ich wusste gar nicht, dass ihr hier arbeitet. Komm rein, setz dich. Das ist meine Tochter Kathi, das ist Frau Weiß, für die Präsentation zuständig. Hallo, Guten Tag. Ich störe euch auch wirklich nicht? Nein, nein. Gut. Na, weißt du, mein Taschengeld reicht vorne und hinten nicht. Aber du bekommst doch wirklich... Das war doch nur ein Scherz. Das hier ist für ein Sozialkundeprojekt. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ich wollte mich schon wundern. Ja, wir sollten noch über das Shooting reden. Ja, die Castingagenturen haben uns bereits einige Vorschläge gemacht. Ja, haben Sie die Fotomappen dabei? Nur für die weiblichen Models. Ach, und die männlichen? Die sind zurzeit leider alle ausgebucht. Aber ich kann doch meine Kollektion nicht von unbegabten Models vorführen lassen. Ich fürchte, wir haben leider keine andere Wahl. Es sei denn, wir finden jemanden, der begabt ist und Zeit hat. Hi. Hallo. Na, alles in Ordnung? Was hat Dennis denn gesagt? Er hat mich um Hilfe gebeten. Wie bitte? Erst fährt er dich über den Haufen, lässt dich da liegen und jetzt kommt er hier an. So war's doch gar nicht. Wie denn sonst? Frau Schneider hat ihn aus der Pension geschmissen, dank eures Einsatzes. Wirklich? Dann hat die ganze Sache ja doch Erfolg gehabt. Könnt wirklich stolz auf euch sein. Dennis ist ein Feigling, der hat's doch gar nicht anders verdient. Wenn er doch unschuldig ist. Na klar, deshalb haben sie ihn auch mit dem Wagen erwischt. Dennis hat mir geschworen, dass er mich nicht überfahren hat. Vielleicht hat er den Wagen ja wirklich erst später gefunden. Praktischer Zufall. Und wenn? Es gibt keinen Hinweis, dass Dennis der Täter ist. Ich kenne Dennis. Der lügt, wenn er den Mund aufmacht. Und mein Gefühl sagt mir, er war's. Bist du verreisen? Nein, ich trage meine Klamotten zur Reinigung. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Danke, aber das schaffe ich gerade noch allein. Was ist passiert? Das ist dir doch sowieso egal. Würde ich fragen, wenn das so wäre. Wenn du mir sagst, dass du unschuldig bist, glaube ich dir. Dann sind wir mit mir zwei, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Aber ich dachte, Frau Schneider ist auch von deiner Unschuld überzeugt. Das hat sie gesagt. Dann hat sie mich aus der Pension geschmissen. Sie kann es sich finanziell nicht erlauben, wenn ich weiter neben Patrick wohne. Die Gäste bleiben dann aus.
Aber wir sollten mit Patrick sprechen. Frau Schneider überlegt sich bestimmt nochmal, wenn Patrick damit einverstanden ist, dass du neben ihm wohnst. Damit er mich normal fertig machen kann? Darauf wartet er doch nur. Ah, du hast schon mit ihm gesprochen. Mhm. Völlig zwecklos. Tja, dann sehe ich wenig Chancen, dass du hier bleiben kannst. Willkommen im Leben, Herr Pfarrer. Na, was machst du denn jetzt so ohne Bleibe und ohne Job? Noch bin ich nur obdachlos. Genauso wenig wie Frau Schneider auf ihre Gäste verzichten kann. Kann sie es sich erlauben, ihren Assistenten rauszuschmeißen. Das ist eine merkwürdige Logik. Egal. Hauptsache, ich verdiene Kohle und muss ihr Angebot nicht annehmen. Welches Angebot? Sie hat mir vorgeschlagen, dass ich auf ihre Kosten in ein Hotel ziehe. Moment mal. Sie bezahlt dir einen Anwalt, lässt dir deinen Job, bietet an, dir ein Hotelzimmer zu finanzieren und schmeißt dich aus der Bude? Gut erkannt, Kumpel. Lass mich vorbei, ich brauche eine neue Bleibe. Dennis! Sie können es gerne anprobieren. Vielleicht sollte ich doch besser das von vorhin nehmen. Ja, Sie können auch gerne beide anprobieren. Ach, wissen Sie, eigentlich gefallen mir alle Ihre Kleider nicht. Haben Sie vielen Dank. Keine Ursache. Entschuldigung. Was kann ich für Sie... Steffi? Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Stimmt was nicht? Doch, doch. Alles in Ordnung. Luftdruck, Kühlwasser. Habe ich letzte Woche erst prüfen lassen. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Von mir aus? Wenn du fertig bist, wasch endlich den Wagen von Dr. Werner. Ja, doch. Meine Frage hat sich gerade erübrigt. Ja, worum geht's denn? Nun, ich wollte wissen, ob Sie gerne hier arbeiten. Naja, Es hätte ja sein können, dass Tankwart Ihr Traumberuf ist. kommen Sie denn darauf? Sibylle Weiß. Ich bin in der Modebranche tätig und ständig auf der Suche nach neuen Models. Ach ja? Wenn Sie Lust haben, dann würde ich Sie gerne mal zu einem Probeshooting einladen. Natürlich, klar habe ich Lust. Wann und wo? Ich bin gerade auf dem Weg zum Shooting. Jetzt, ich meine einfach so. Wenn Sie wollen, dann rede ich mit Ihrem Chef. Mein Chef, ja. Genauso gut können Sie in der Ölwanne reden. Wie Sie meinen. Heino, verdammt nochmal, der Wagen von Dr. Werner muss heute fertig werden. Und du hast wirklich geglaubt, ich war mit Dennis im Bett? Ich habe immer wieder versucht, mir das Gegenteil einzureden. Aber aus Eifersucht, da glaubt man alles. Dann hat meine Taktik also funktioniert. Das kannst du laut sagen. Nur so konnte ich dir zeigen, wie weh es tut, plötzlich abgeschoben zu sein. Die Lektion habe ich kapiert. Ich werde dich nie wieder verlassen. Oha. Soll das jetzt eine Drohung sein? Wenn du es so sehen willst. Ich liebe es, wenn du mir drohst. Ignorieren. Der Laden bleibt heute wegen einer Familienfeier geschlossen. Du bist der Boss. Du hast mir so gefehlt. Und du mir erst. Ich habe sogar eine Nacht bei Millie im Bett geschlafen, weil ich es ohne dich nicht ausgehalten habe. Aber jetzt ist es ja zum Glück vorbei. Willst du was trinken? Nein, nicht jetzt.
Das könnte euch so passen. Wir haben die Arbeit und ihr das Vergnügen. Ja, wunderbar. Jetzt hinter dem Stuhl. Ja, ja, gut. Und umdrehen, bitte. Umdrehen. Andersrum. Ja, und komm mal über die linke Schulter. Ja, wunderbar. Also ein lockeres, frisches Grinsen hätte ich gerne. Kannst du das? Kannst du das? Ja, lovely. Okay. Prima. Kurze Pause. Und? Wie fühlen Sie sich? Ja, ganz gut eigentlich. Aber es ist ein bisschen anstrengend, oder? Naja, ein bisschen schon. Ich hoffe nur, dass ich mein Gesicht wieder gerade kriege, sonst muss ich mit diesem Grinsen noch einschlafen. Daran gewöhnen Sie sich bestimmt. Wie, ich krieg den Job? Ich will Ihnen noch keine Hoffnung machen. Wir wollen erst mal sehen, wie Sie auf den Fotos wirken. Aber für das erste Mal stellen Sie sich ziemlich professionell an. Können wir dann weitermachen? Okay. Gut, also versuch ganz natürlich zu wirken, okay? Hi. Dennis. Ich wollte dich fragen, kann ich meine Koffer bei dir unterstellen, bis ich eine neue Bleibe gefunden habe? Ja klar, hast du schon was in Aussicht? Ja, so einiges. Das sieht nur ziemlich blöd aus, wenn ich bei einer Besichtigung mit meinem ganzen Gepäck aufkreuze. Hm. Ja, stell die Sachen einfach irgendwo in die Ecke. Danke. Bis später dann. Dennis, ich habe übrigens noch mal mit Patrick gesprochen. Er ist sich gar nicht sicher, dass du der Täter bist. Noch so ein paar gute Einsichten und er kommt in den Himmel. Jedenfalls sehe ich jetzt die Möglichkeit, dass du doch noch in der Pension wohnen bleiben kannst. Patrick muss nur mit Frau Schneider sprechen. Ich schlafe lieber auf der Straße, bevor ich auf das Mitleid von anderen angewiesen bin. Mal ehrlich, du weißt eigentlich gar nicht, wo du hin sollst, oder? Nicht so richtig. Okay, ich mach den Vorschlag, aber raste nicht gleich aus. Wenn du willst, kannst du so lange hier im Verein bleiben. Im Ernst? Danke. Du bist Dr. Love? Ja, Mr. Sex Machine war leider schon vergeben. Schon überzeugt, so ein Spruch kann nur von Dr. Love kommen. Gib's zu, du hast es die ganze Zeit gewusst. Ja, und warum hast du mir nie was gesagt? Naja, hättest du gestern Abend angerufen, wenn du gewusst hättest, dass ich Dr. Love bin? Nee. Sei doch froh, dass du so dumm und unwissend warst. Was glaubt ihr, wie froh ich bin, dass ich dich wieder habe? Ja, und Grünze noch? Ja, oh, fantastisch. Ja, und Grünze, ja, okay. Würde er das auch in Bademode und Unterwäsche machen? Das musst du den jungen Mann fragen. Ha? Und, hast du ein Problem damit, dich in Unterhosen fotografieren zu lassen? Solange es nicht meine alten Boxershorts sind. Maria wird dir etwas geben. Finde ich die? Geradeaus und erste Tür links. Der Junge ist ein Naturtalent. Wo hast du den nur wieder aufgetrieben? Ich habe Heino für Sie entdeckt. Frau von Sterneck. Kathi, bist du schon lange da? Lange genug, um zu sehen, dass Heino gut ist. Also wenn du nicht gewesen wärst, ich hätte ihn niemals angesprochen. Tja, ohne mich würde er jetzt wahrscheinlich immer noch im Öl rumplanschen.